Du willst lernen, wirklich. Du nimmst dir das sogar vor. Und dann passiert das, was immer passiert. Du entsperrst dein Handy, willst nur kurz was checken und zack, 45 Minuten sind weg. Das Problem ist nicht dein Charakter, das Problem ist das Design. TikTok, Instagram, irgendwelche Games, alles daran ist so gebaut, dass du hängen bleibst. Lernen dagegen fühlt sich oft an wie so PDFs mit Login und dem ganzen Quatsch. Und im Kampf gewinnt immer der Dopamin-Feed und nicht dein nächstes Lernziel. Ich habe mich lange gefragt, wie kommt Lernen in dieselbe Liga wie Social Media, ohne Leute auszunutzen, sondern so, dass es ihnen wirklich hilft. Und die beste Story dafür ist für mich Duolingo. Ein Gründer aus Guatemala, der Bildung fairer machen will und dafür Mechanismen nutzt, die sonst fürs endlose Scrollen funktionieren. Daraus ziehen wir heute auch aus Unternehmenssicht und Unternehmensberatungssicht Klartext. Dinge, die du direkt umsetzen kannst für dich selbst, für Trainings im Unternehmen oder für ein Lernprodukt. Wir machen es heute über Prinzipien. Sie sorgen dafür, dass Lernen leichter startet, schnell belohnt wird und sichtbar Fortschritt erzielt wird. Und du verstehst nebenbei auch, warum Duolingo mit Sprachen so klug gestartet ist und wie du das Prinzip auf jedes Thema überträgst. Der erste Punkt. Du startest nicht beim Inhalt. Du startest beim unfairen Ausgangspunkt, den du verändern willst. Der Duolingo-Gründer ist in Guatemala aufgewachsen. Dort verstärkt Bildung oft Ungleichheit. Wer Geld hat, kauft sich bessere Schulen, bessere Chancen, bessere Netzwerke. Wer weniger hat, bleibt oft genau da, wo er ist. Seine Mutter hat als alleinerziehende Mutter alles in seine Ausbildung gesteckt. Das hat ihm ein Studium in den USA verschafft und später einen PhD. Und daraus kam dieser sehr klare Antrieb. Ich will Bildung bauen, die auch dann funktioniert, wenn du nicht reich bist. Und das ist der Punkt für dich. Wenn du ein Lernprojekt aufbaust und du kannst nicht in einem Satz sagen, welche Hürde du senkst, dann baust du höchstwahrscheinlich nur Content. Und sage es konkret, wirklich konkret. Wer hat heute keinen Zugang, weil Zeit fehlt, Geld fehlt, die Sprache fehlt, der Einstieg ist zu kompliziert, die Hürde zu hoch? Schreib dir den Satz auf und das ist deine Leitplanke. Und plötzlich werden Entscheidungen leichter. Was fliegt raus, was bleibt drin, was muss in 3 Minuten verständlich sein? Der zweite Punkt. Du wählst Inhalte mit direktem Impact im Alltag. Duolingo hätte Mathe machen können. Das machen sie jetzt. Aber der Gründer liebt auch Mathe. Er ist Informatiker, aber er nimmt Sprachen, vor allem Englisch, am Anfang. Warum? Weil der Nutzen extrem schnell fühlbar ist. Für viele Menschen ist Englisch ein direkter Hebel auf bessere Jobs und mehr Einkommen. Der Weg zum Lernaufwand, zur Veränderung ist kurz. Und kurze Wege halten Motivation am Leben. Wenn du also Lernen baust, dann frag dich, spürt man den Nutzen heute oder irgendwann mal? Wenn es irgendwann mal ist, dann brich es ab. Wenn es heute ist, dann bleib dran. Mach den Nutzen für deine Lernenden brutal konkret. Nicht, du verstehst die Grundlagen, sondern nach diesem Modul kannst du X. Ein Angebot schneller schreiben, ein Sicherheitsrisiko sofort erkennen, eine KI-Anfrage so formulieren, dass wirklich was Brauchbares rauskommt. Der dritte Punkt. Du skalierst über das Gerät, das sowieso in der Hand liegt. Wenn du Millionen Menschen erreichen willst, ist die klassische Antwort Schulen bauen, Lehrer ausbilden, Bücher drucken. Im Bildungskontext. Das ist teuer, das ist langsam. Duolingo hat was Radikales gemacht. Wir gehen dahin, wo die Menschen schon sind, aufs Smartphone. Und jetzt kommt der praktische Transfer. Wenn dein Lernen nur funktioniert, wenn jemand eine Stunde ruhig am Laptop sitzt, verlierst du gegen den Alltag. TikTok, Reels, weiß der Geier. Wenn dein Lernen in 5 Minuten geht, gewinnst du plötzlich die Bahn. Du gewinnst die Mittagspause, das Sofa. Also bau Einheiten, die auf dem Handy funktionieren. Kurz, abgeschlossen, mit einem klaren Ende. Ich empfehle dir nicht Teil 1 von 12 zu machen, wo man mittendrin hängen bleibt, sondern Start, Aufgabe, Abschluss, Haken dran. Der vierte Punkt. Nutze Gamification, damit sich Brokkoli wie Dessert anfühlt. Du konkurrierst auf dem Smartphone nicht mit anderen Lernangeboten. Du konkurrierst mit durchengineerten Aufmerksamkeitsmaschinen von den besten Menschen der Welt. Und wenn dein Lernen dagegen nur vernünftig ist, fühlt es sich im Vergleich sehr zäh an. Duolingo macht 3 Dinge sehr gut und du kannst sie fast überall mitnehmen. Erstens, Streaks. Eine Streak ist nur eine Zahl, mehr nicht. Aber sie ist sichtbar, sie wächst. Wenn sie groß ist, willst du sie nicht verlieren. Das schützt Gewohnheit, nicht Motivation. Zweitens, Timing. Duolingo erinnert oft ungefähr 24 Stunden mit der aggressiven Eule, weil Menschen Gewohnheiten haben. Wenn du gestern um 19 Uhr Zeit hattest, ist die Chance extrem hoch, dass du heute wieder um 19 Uhr Zeit hattest. Duolingo hat dafür Millionen investiert für diese Erkenntnis und ich gebe sie dir hier kostenlos. Du brauchst einen Rhythmus also, der zu Menschen passt. Drittens, Benachrichtigungen mit Persönlichkeit. Duolingo schreibt nicht wie ein Amt. Die App spricht wie eine Figur. Sie ist eine Figur. Mal nett, mal super sauer, mal überraschend ehrlich. Und genau das sorgt dafür, dass eine Erinnerung nicht wie Spam wird, sondern wie ein kleiner,
Schubs in die richtige Richtung. Wenn du Trainings baust, kannst du das genauso machen. Gib deinem System eine Stimme. In der App, im Kurs, in den Mails. Kurze Sätze, klarer Ton, bring Humor rein, wenn es passt. Und vor allem kein Bürotalk. Der 5. Punkt. Gib sofort Feedback und das immer so schnell du kannst. Viele Lernangebote zerstören sich selbst, weil Feedback zu spät kommt. Erst nächste Woche, erst nach der Prüfung, erst wenn der Trainer irgendwann wieder Zeit hat und dann ist das Gehirn längst weitergezogen. Duolingo gibt dir Feedback in Sekunden. Richtig, falsch, nochmal und eine kurze Erklärung. Und das ist ganz praktisch. Wenn du Inhalte baust, helfen Tools wie ChatGPT dabei, diese Feedbacks skalierbar schnell durchzuführen. Du kannst Mini-Quizzes einbauen, Beispiele und kurze Korrekturen erzeugen, die dann auch angepasst auf deine Zielgruppe und Kontext ist, je nachdem, wie viel du der KI gibst. Das ist kein Zauber, das ist einfach Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit hält Leute dran. Der 6. Punkt. Du planst Wiederholung ein, statt sie zu hoffen. Menschen lernen einmal, dann fühlen sie sich gut und vergessen es. Das ist normal. Das ist Biologie. Wenn du Wiederholung nicht einbaust, baust du Vergessen ein. Mach es simpel. Heute lernen, morgen kurz wiederholen, in ein paar Tagen testen. Nach einer Woche nochmal. Das reicht oft schon. Das reicht oft aus, um ich hab's mal gestartet, ein Ich kann's zu machen. Und auch hier kannst du Unterstützung nutzen. Lass dir aus dem Stoff kurze Wiederholungsfragen generieren. 3 Minuten, ein paar Treffer, fertig. Hauptsache, Wiederholen passiert automatisch, nicht zufällig. Kommen wir zum 7. Punkt. Du akzeptierst, Lernen wird nie so laut wie TikTok. Und genau da liegt deine Chance. Der Duolingo-Gründer sagt sinngemäß, eine Lern-App wird vermutlich nie so fesselnd sein wie TikTok. Das ist klar. TikTok serviert dir Unterhaltung ohne Friction, ohne Reibung. Lernen zwingt dich, Fehler zu machen. Es ist unangenehm. Zu wiederholen, kurz, generell einfach in keiner schönen Situation zu sein. Aber nach 2 Stunden Scrollen fühlst du dich oft leer. Ich kenne das selbst. Und nach 20 Minuten Lernen fühlst du Fortschritt. Du fühlst Bedeutung und auch Selbstwirksamkeit. Und das ist dein Vorteil. Du musst nicht lauter sein als Social Media. Du musst nur so angenehm sein, dass Menschen anfangen und dann liefert Lernen den Rest. Das gute Gefühl, wirklich voranzukommen. Wenn du das kombinierst, hast du erstens Sinn, zweitens einen leichteren Einstieg, drittens sichtbaren Fortschritt, viertens schnelle Belohnung mittels klarer Wiederholung und dann kommen Menschen zurück. Nicht, weil du sie gedrückt hast, sondern weil sie es wollen. Diese 7 Prinzipien geben dir Leitplanken für ein Lernsystem, das niemand anschreien muss. Es zieht Leute wieder an, und zwar über Wochen, nicht über 2 motivierte Tage. Übertrag es auf deine Welt. Stell dir jetzt mal vor, in deinem Unternehmen machen Mitarbeitende freiwillig eine kurze Session am Handy. Statt Pflichttraining mit Augenrollen, stell dir vor, jemand übt Mathe, weil er seine Serie nicht reißen lassen will. Nicht, weil morgen ein Test ist. Und genau in diese Richtung wirken diese Mechanismen. Lernen wird dann süchtig. Wenn du es wie ein Produkt baust, mit einer klaren Hürde, echtem Alltagsnutzen, Handytauglichkeit, Mini-Einheiten und sichtbarem Fortschritt mit schnellen Feedback-Loops. Aber auch geplanter Wiederholung und einem Ton, der nach einem Mensch klingt. Und wenn du jetzt als nächstes sehen willst, wie du bei KI und Content Consumption nicht auf aalglatte und leere Texte reinfällst, dann sehen wir uns in diesem Video. Bis dahin, haut rein!